Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorstellung. Ich bin Felix Tunze und wir befinden uns hier heute in dem Teil unserer Fertigung, den wir den Eingussraum nennen. Eingussraum deswegen, weil wir hier Polyurethan-Vergussmassen eingießen. Und das passiert mit den Maschinen hier hinter mir. Wir haben hier verschiedene Vergussmassen, verschiedene Harze für verschiedene Anwendungen. Hier werden viele unserer Produkte vergossen, quasi eine unserer Stärken und unserer Kompetenzen, die wir hier im Haus haben. So kennt man von vielen unserer Produkten, zum Beispiel von unserer Leuchte, dass die mit einem Harz vergossen wurde, in dem Fall transparent. Oder unsere ganzen Magneten, die Haltemagneten und natürlich auch die Pumpen, die Motoren. Ja, auch die müssen irgendwie vor Korrosion geschützt werden und irgendwie dann später unter Wasser laufen. Und unter den vielen Produkten, die hier verarbeitet werden, ist auch unser Care Magnet. Und von dem Care Magnet haben wir ein neues Set zusammengestellt und das würden wir euch heute gerne genauer vorstellen. Fangen wir also mal außen bei der Packung an. Woran erkenne ich also das neue Set? Und zwar schon an der Artikelnummer. Hier ist ein Aufkleber drauf, wo man den Care Booster schon mal sieht. Und hier ist jetzt die 0222.015, 0222 für das neue Set und 15 für den Care Magnet Long und wie gehabt 20 für den Strong und 25 für den Strong Plus. Dann packen wir das Ganze mal aus. Also hier gleich mal der Warnhinweis, dass es sich um einen starken Magneten handelt. Hier unsere Anleitungen. Hier die Karte, damit man sieht, wer das Ganze verpackt hat. Und ganz cool, hier sind unsere neuen verschiedenfarbigen Endkappen. Dazu kommen wir später nochmal. Aber das ist so eine Neuerung in diesem Set hier, nämlich schöne weiße Endkappen, schöne grüne Endkappen und schwarze, dass man den Care Magnet ein bisschen besser an sein Aquarium anpassen kann. Und dann sieht man hier oben, wie gewöhnt, unsere Metallklinge, hier auch die Ersatzklingen, die lange und die kurze. Und tada, ich ziehe das jetzt hier mal raus, dann ist die Packung auch schon leer. Der Care Magnet hat gleich den Care Booster dabei. Ich den hier mal ab. So, hier sind unsere Ersatzklingen und hier der neue Care Magnet, alles verbaut, Plug and Play, nur noch ins Wasser schmeißen. Zusammengefasst gibt es 3 große Neuerungen. Die erste ist eigentlich ganz offensichtlich, der Care Booster ist hier schon montiert und zwar habe ich hier schon die Halteklammern montiert und ich habe auch die Sicherungsstifte gleich montiert und natürlich den Care Booster selbst montiert auf beiden Seiten. Wer den nicht möchte, kann ihn einfach abmontieren an der Stelle. Die zweite, sage ich mal, Neuerung ist die Trägerplatte. Das sieht man jetzt nicht so gut, die ist hier schwarz. Das hat 2 Gründe. Zum einen, wenn die Endkappen hier farbig sind, dann sollte die schwarz sein. Zum anderen haben wir einen neuen Kunststoff verwendet. Das ist jetzt so, wenn man sich im Detail anguckt, sieht es so ein bisschen faserig aus und es liegt auch daran, dass das jetzt faserverstärkt ist. Damit hält die Metallklinge einfach besser hier vorne in der Kunststoffklinge fest. Da haben Sie jetzt hier mal, genau. So, die dritte große Neuerung sind also jetzt hier diese farbigen Endkappen. Ich werde die jetzt mal auspacken. So, mitliefern tun wir normalerweise die blauen und die sind auch gleich montiert. So kennt man den Care Magnet auch immer. Aber wir haben uns jetzt ein paar coole Farben einfallen lassen. Zum Beispiel einfach schwarz. Ja, das ist ganz schlicht. Und was mir sehr gut gefällt, sind die weißen Endkappen. Es ist ein richtig schönes, strahlendes Weiß. So sieht es dann aus. Und dann die grünen Endkappen. Allein schon, weil die blauen Endkappen an dem Süßwasserbecken doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ausgesehen haben. So, und so sieht es dann aus. Und wenn ich hier praktischerweise noch alles vor mir liegen habe, würde ich noch mal gerne auf die Herstellung der einzelnen Komponenten eingehen. Also, wie man vielleicht weiß, wenn man die Packung aufmacht, hat man hier gleich neben der Lasche den Made in Germany Schriftzug. Bleibt also die Frage, ist der Artikel wirklich Made in Germany oder schreiben wir das einfach nur drauf, damit es sich besser verkauft? Fangen wir mal ehrlicherweise mit den Zukaufteilen an und vielleicht sogar gleich bei der Verpackung. Die kommt von einem lieben Unternehmen, das auch hier in Bayern produziert bzw. druckt. Genau, die uns auch sehr viele unserer Verpackungen drucken, genauso wie andere Erzeugnisse, Zettelchen oder hier die Anleitung kommt auch von einem Betrieb, der uns schon seit vielen Jahren unsere Anleitungen druckt. Sagen wir mal Traditionszulieferer, genauso wie dieses Pappstück, das wir uns machen lassen. Hier ist jetzt mal ein Bauteil drin, das mal hier aus Papier ist, nämlich unsere Metallklinge. Die kommt, wenn man genau drauf guckt, schon seit immer steht es auf unseren Klingen drauf, aus Solingen und wird von Lutz Blades hergestellt. Schön, dass wir hier in Deutschland so eine tolle Industrie für Klingen in Solingen haben, weil wir sind super zufrieden mit dieser Klinge.
Dann ein anderes Zulieferteil ist natürlich hier der Care-Booster selbst. Da gibt's dann, haben wir auch schon mal vorgestellt, der kommt von Jakob Formschaum. Tatsächlich auch hier in Bayern. Die sind spezialisiert auf Partikelschaum und produzieren uns hier den Care-Booster. Dann kommen wir mal hier auf den Care-Magnet selber. Naja, das schwere Drum ist ja mit irgendwas gefüllt, nämlich mit einem Magneten. Und das ist natürlich auch ein Zulieferteil. Hier ist einmal die zwei Magneten. Naja, die sind Neodym-Magneten, dass der Magnet diese Stärke hat. Neodym ist ja ein Bodenschatz, für den die China fast die Monopolstellung hat. Und deswegen kommen die Magneten hier wie quasi alle Magneten aus China. Die Magneten sitzen aber auf einem Stahlblech und dieses Stahlblech kommt aus einer Stanzerei aus München. So, die anderen Bauteile, die wir hier haben, sind so Kunststoffteile und da geht es jetzt los mit unserer eigenen Kompetenz. Wir sind nämlich darauf spezialisiert, Kunststoffteile zu verarbeiten und wenn man das so sieht, die Teile sind ziemlich unterschiedlich. Ja, das sind alles unterschiedliche Werkstoffe. Tatsächlich, hier sind sogar die Farben haben sogar unterschiedliche Werkstoffe. Ich würde mal sagen, naja, wir haben in den Spritzguss eine gewisse Wertschöpfung, aber auch ein gewisses Know-how aufgebaut, gerade bei diesen Kunststoffklingen viel mit den Werkstoffen zu experimentieren und ja, ein wirklich solides Produkt zu bauen und nicht einfach nur ja, Kunststoff zu spritzen. Hier im Gebäude machen wir dann die Montage, das heißt, wir haben hier ein Team, das die Magneten hier auf das Stahlblech bringt, in dieses Gehäuse einlegt, das Ganze wandert dann in diesen Raum, ja, in den Eingussraum, wo dann die Vergussmasse, hier sieht man, die ist ein bisschen schöner, die Vergussmasse eingefüllt wird, damit der Magnet auch wasserdicht wird. Und dann werden die ganzen Einzelteile, unter anderem eben ja, die Klingen montiert, die Endkappen, wird alles zusammengebaut, die Care-Booster und kommt alles, so wie man es kennt, in die Packung und dann liegt es hier bei uns im Lager und kann in die ganze Welt verschickt werden. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Aspekt unserer Produkte. Und der seid ihr, mit eurem Feedback, mit euren Kommentaren, mit euren Nachrichten, mit allen Anregungen und Ideen, die ihr uns zukommen lasst. Ich kann an der Stelle sagen, wir nehmen das immer sehr ernst und wir gehen gerne darauf ein. Ihr regt uns immer an, uns zu hinterfragen und neue Wege zu gehen und irgendwelche Lösungen zu finden, mit denen wir euch weiterhelfen können. Das ist wirklich ein wichtiger Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Und deswegen würde ich jetzt im nächsten Abschnitt dieses Videos gerne mal meinen lieben Kollegen Daniel aus der Entwicklung dazu holen, der euch nochmal ein paar Details zum Care-Booster erklärt. Dann begrüße ich euch auch recht herzlich, wie der Felix gerade schon gesagt hat. Ich bin der Daniel und eins meiner ersten Projekte, die ich hier bei Tunze realisieren durfte, war tatsächlich dieser hübsche kleine Care-Booster. Deswegen bin ich wohl einer der geeignetsten, um euch die Fragen, die ihr so hattet und Anregungen zu beantworten. Fangen wir dann mal an. Warum ist das Ding so hässlich und groß und klobig und überhaupt? Ganz einfach. Unsere Magnete sind ziemlich schwer. Und insbesondere sollte dieses Baukastenprinzip für alle drei Typen gelten. Das heißt, wir mussten bei dem Auftrieb, den wir erzeugen, darauf achten, dass auch unser Care Magnet Strong Plus tatsächlich noch mit diesem Rucksack schwimmt. Das macht ihn zwar für den Long ein bisschen größer als nötig, gibt aber auch Reserven für allerlei anderes und man kann nun mal nicht für alles was Neues machen. Deswegen muss er ein bisschen größer als nötig für den Long werden. Dafür passt er eben auch beim Strong Plus und man kann sie untereinander tauschen. Weil wir jetzt die Reserven hatten, muss er ein bisschen größer noch zusätzlich werden und was die meiste Größe gebracht hat, war, dass wir ihn optisch und haptisch ansprechend machen wollten. Deswegen sind diese ganzen kleinen Radien dran gekommen und Einbuchtungen hier extra um den Daumen reinzulegen, eben die Linien und Krümmungen. Ein einfacher Kasten wäre ein bisschen kleiner geworden, aber hätte auch nicht viel gespart, dafür wäre er dann wirklich hässlich geworden. Das gleiche beschreibt dann auch, warum gibt es das nicht für den Nano. Wir haben uns überlegt, für den Nano zu machen. Das Problem ist, der Nano hat ebenfalls starke Magneten, ist schwer, ist aber viel kürzer als unser jetziger Griff. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich müsste diesen Klotz auf die Hälfte kürzen, sähe das dann schon sehr seltsam aus, insbesondere wenn man nur die kurzen Klingen am Nano hätte. Das heißt, wir hatten einfach noch keine wirklich gute Idee, wie man schön und schlank den Nano zum Schwimmen bringt, wenn wir ihn nicht komplett neu machen
Und mit diesem Care-Booster sollte eben der Baukasten sein. Das heißt, jeder Alte kann was machen und jeder, der ihn neu kauft, kann sich absolut aussuchen, wie er ihn braucht. Möchte ich ihn außen nur als Griff haben? Möchte ich ihn nur innen als Schwimmrucksack haben? Möchte ich ihn abnehmen können? Deswegen sind die Spangen separat. Zu den Spangen kommen wir später nochmal. Oder möchte ich ihn meistens schwimmen haben, aber ich habe 2 Stellen im Aquarium, wo meine Korallen sehr an die Scheibe gehen, ich aber auch nicht oft hin muss, dann kann ich ihn abnehmen, die Stellen sauber machen und danach wieder dran machen. Und das kann kein anderer schwimmender Scheibenreiniger. Deswegen bin ich doch der Meinung, für das, was wir uns geträumt haben, ist er schon ganz hübsch geworden. Ein weiterer Punkt, den einige hatten, war die Materialwahl von diesem Teil. Die war tatsächlich nicht ganz einfach. Erst hatten wir überlegt, wie wir ja schön unsere eigenen Kompetenzen haben, mit Spritzgussteilen das irgendwie aufzubauen und ein dichtes Gehäuse zu packen. Aber bei den ersten Versuchen fiel dann schon schnell auf, wenn das nicht total labbrig sein soll in der Schale, dann muss die Wandstärke so groß werden, dass das Teil sich selber plötzlich stark tragen muss, weil es selber schwer wird. Also war die Lösung irgendwann, ein Material zu nehmen, das selbst so leicht ist, dass wir aus dem keine Schale brauchen, sondern es massiv machen können und es immer noch schwimmt. Typischer Schwimmermaterial wäre tatsächlich, wie einige meinen, Styropor. Jetzt ist Styropor aber nicht so das hochwertigste und tollste Material. Es ist für einige Fälle super gut. Es isoliert, es schwimmt, es ist leicht, aber im Wasser auf Dauer nicht wirklich beständig. Da gibt es immer wieder mal Probleme, dass es sich dann doch anfängt zu gammeln, wenn es länger unter Wasser ist oder auseinanderfällt, weil die Kügelchen relativ lose zusammen sind. Also war das nicht ganz gut. Aber aus dem Modellbau gibt es seit einigen Jahren sehr bekannt EPP. Das ist expandiertes Polypropylen. Und das hat die Eigenschaft, dass es flexibel ist, also auch ein Modellflieger, der mal eben in den Boden fliegt und sich den Flügel anhaut, lässt sich meistens mit einem Föhn schon wieder richten, wenn man nicht zu heiß macht, dass es wegschmilzt. Und ansonsten passiert manchmal auch einfach gar nichts, weil es so flexibel ist, dass es nicht bricht, was Styropor auch als Nachteil hätte. Dazu ist es lebensmittelecht und ebenfalls sehr leicht. Das heißt, es ist quasi etwas wie teureres und besseres Styropor mit seinen Vorteilen, aber mit ein paar Vorteilen mehr. Dafür wird es allerdings ein bisschen teurer, gibt uns die Möglichkeit zusätzlich aber diese tolle Struktur auch zu schaffen. Und deswegen haben wir uns nachher entschieden, es aus diesem Material zu versuchen und konnten mit Jakob Formschaum auch eine Firma finden, die uns so weit helfen konnte, dass wir es eben fertigen konnten, wie ihr es dann kaufen könnt. Nächster Kritikpunkt, der häufiger kam: meine Klingen fallen ab. Wir hatten tatsächlich in der Vergangenheit einmal einen kleinen Konstruktionsfehler drin, dass dieser Rasthaken, der an den Klingen ist, nicht stark genug war, sie sicher zu halten. Das konnte dann, wenn er abgefallen ist, schon zum Problem werden und war aber noch halbwegs akzeptabel, wenn man sagt, naja, ich lege eh die ganze Zeit an der Scheibe an und dann werden die schon dran gedrückt. Wenn er jetzt schwimmt, ist natürlich klar, wenn die Klinge abfallen kann, wird sie es tun. Um das zu lösen, haben wir jetzt diese kleinen weißen Stifte dazu gepackt. Die sorgen im Prinzip dafür, dass dieser Rasthaken, der da dran ist, nicht nach innen wegklappen kann und die Klinge nicht freigibt. Das heißt, sie lässt sich noch ablösen, aber das Ganze hält schon wesentlich solider und ist jederzeit aber reversibel, was vor allem natürlich, bevor wir jetzt alles beigelegt haben, den Vorteil hatte, dass die alten Magnete, wo dieser Fehler noch nicht deutlich stärker war als jetzt bei der neuen Konstruktion, dann auch problemlos umgerüstet werden konnten. Also, wer das Problem hat, einfach mal in die Verpackung gucken und nach den 2 weißen Stöpseln suchen. Eine Frage, die euch natürlich umtreibt, worauf wir aber auch gut geachtet haben, ist der Abstand zwischen Scheibe und Magnet, der ja die Konstruktion ohne den Rucksack immer ausgezeichnet hat, um möglichst wenig Risiko zu haben, irgendwelche Steinchen einzuklemmen. Natürlich wollten wir den auch mit dem Rucksack beibehalten. Normalerweise hat der Magnet konstruktiv einen Abstand von 3,5 mm zwischen Scheibe und anliegender Brücke bzw. Mittelteil.
Etwas von diesem Abstand mussten wir opfern. Wir haben für einen Hinterschnitt, dass der Rucksack auch ohne diese Haltespangen halten würde, 1 mm etwa geopfert. Und diese Haltespangen sind sogar noch dünner geworden. Das heißt, wir haben nur einen schmalen Steg in der Mitte, wo wir tatsächlich 1 mm weniger Höhe haben. Aber insgesamt bleiben wir immer mit Abstand zur Scheibe, auch wenn der Rucksack montiert ist. Das haben wir auch mit den ersten Prototypen getestet in unserem Schaubecken unten. Und dabei haben wir gesehen, dass man es schon ziemlich übertreiben musste, bis wirklich Sand hängen blieb. Natürlich hat man ein etwas erhöhtes Risiko durch die größere Fläche, wo sich was festhaken könnte, aber im Grunde bleibt es mit den meisten Feinsandsorten noch im Rahmen. Und wenn man wirklich Angst hat, muss man entsprechend vorsichtig sein oder mit dem Magnet senkrecht von oben rein, dann kann eigentlich nichts passieren. Und weil ich sie schon mehrfach angesprochen habe, kommen wir noch mal kurz zu diesen kleinen unscheinbaren Haltespangen. Zum einen, wenn man sie sich so anguckt, sieht man, dass sie hier diese Kugel haben, beziehungsweise in dem Fall eher den Zylinder. Und der sorgt dafür, dass sie satt beim Einklicken in den Rucksack einrasten. Wenn man es so lose hat, hört man das sogar ordentlich. So. Auf der Außenseite, wenn man es jetzt montiert, ist es natürlich so, dass in den meisten Fällen, wenn man sich jetzt nicht die Mühe macht, den Filz runterzuziehen und das da drunter zu packen, was nicht nötig ist in den meisten Fällen auch, dann sind die da drüber. Das heißt, sie ersetzen den Filz als Gleitfläche. Und um das zu optimieren und möglichst wenig Risiko für eure Scheiben zu haben und den Komfort zu erhöhen, haben wir versucht und dann auch erfolgreich benutzt, dass wir in der Mitte diese Fläche extra angeraut haben. Weil wir festgestellt haben, wenn wir das glatt gelassen haben, saugte es sich quasi fest und ging schwer drüber zu schieben. Und mit dieser leichten Rauigkeit aus dieser Fläche konnten wir das Gleitverhalten über die Glasscheibe deutlich verbessern. Und da das Ganze aus einem Gleitkunststoff ist, der keine Füllstoffe enthält, kann euren Glasscheiben auch wenig passieren. Bei Acrylglas, das ist allerdings so empfindlich, da sollte man doch gucken, dass man vielleicht nochmal Filz darüber legt, weil Kunststoff auf Kunststoff kriegt das Acryl doch eher mal Kratzer. Ein letzten Punkt, auf den ich heute noch eingehen möchte, ist, es gab in der Vergangenheit mal das Problem, dass wir bei einer Produktionscharge hier im Einguss ungünstige Bedingungen hatten und der Verguss nicht ordentlich ausgehärtet ist. Das hat dazu geführt, dass die Magnete sich so frei arbeiten konnten, dass Wasser dran gekommen ist und diese gerostet sind. Seitdem haben wir darauf geachtet, dass wir einen zusätzlichen Prüfschritt einbauen, und zwar eine Härteprüfung, um jedes Mal sicher zu gehen, dass der Verguss auf den Magneten wirklich vollends durchgehärtet ist, dass diese sich nicht mehr rausarbeiten können, und seitdem haben wir auch keine Probleme mehr damit. Wir hoffen, ihr habt einen guten Überblick darüber bekommen, was euch in Zukunft in den Kernmagnetpaketen erwartet, und hoffen, dass jeder seine Konfiguration finden möge, die für sein Becken und seine Bedürfnisse passt. Und dazu, dass auch ein paar von euren Bedenken und Fragen zu dem Care-Booster im Speziellen beantwortet werden konnten. Insofern, wir freuen uns auf die nächste Vorstellung. Bis bald!